Zum Mut des BSW muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Eine starke Enthaltung im Bundesrat. Ja, die Herrschaft der Angst in diesem Kontext muss gebrochen werden. Und als AfD lehnen wir den Umbau des Grundgesetzes in eine Kriegsverfassung entschieden ab. Eine Abwärtsspirale, die sich immer schneller dreht. Eine Abwärtsspirale, die sich deswegen immer schneller dreht, weil die Industriepolitik, weil die Energiepolitik und weil die Außenpolitik in diesem Land völlig falsch aufgesetzt sind und gegen die Interessenlage Deutschlands exekutiert werden. Hey Leute, willkommen in der Realität. Björn Höcke zerlegt im Thüringer Landtag die CDU und das mit einer Wucht, die man gesehen haben muss. Während die Altparteien das Sondervermögen feiern, spricht Höcke Klartext. Das ist kein Finanztrick, das ist ein politischer Amoklauf. Milliarden für eine Kriegswirtschaft, während Deutschland wirtschaftlich abstürzt. Wer das nicht glauben kann, sollte dieses Video nicht verpassen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribüne. Zum Mut des BSW muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Eine starke Enthaltung im Bundesrat. Ja, so geht zupackende Politik. Und zu den Phrasen des Herrn Kollegen Bühl, mit denen er versucht, einen gigantischen Wahlbetrug zu verdecken. Den größten Wahlbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Außer vielleicht, dass mir noch an der Stelle die Erinnerung bleibt, die ich Ihnen mitgeben kann, nämlich an die Zeit des Kalten Krieges, Herr Kollege Bühl, als die Bundeswehr hochgerüstet war und viel, viel Geld verschlungen hat. Und das viele Geld, das damals in die Bundeswehr floss, das wurde ganz einfach und regulär aus dem Bundeshaushalt finanziert. Sondervermögen, Sonderschulden brauchte es nicht. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, nochmal, über welche Summen reden wir hier eigentlich? Über welche Volumina reden wir eigentlich? Finanzexperten sagen, aufgrund der Ermächtigungsgrundlage, die vor 2 Tagen im Bundestag beschlossen worden ist, werden mittelfristig 1,8 Billionen Euro Schulden aufgenommen werden. Damit verdoppelt man die Staatsverschuldung fast der Bundesrepublik Deutschland, die explizite Staatsverschuldung. Das bedeutet nichts anderes, dass jeder Einwohner in Deutschland, vom Säugling bis zum Greis, schon bald über 50.000 Euro Schulden mit sich herumtragen wird. Und das ist ein indiskutabler Wert. Punkt. Und wenn es dann bei den 1,8 Billionen bleibt, denn der Weg wird freigemacht, das wurde eben von meinem Vorredner zu Recht erwähnt, für Kriegsausgaben in praktisch unbegrenzter Höhe. Für Kriegsausgaben in praktisch unbegrenzter Höhe, für Kriege, die nicht NATO-Staaten gegeneinander führen. Damit wird ein Weg weiterverfolgt, der Deutschland immer tiefer und tiefer in den aktuellen Krieg in der Ukraine hineinzieht. Denn dieser Krieg steht im Hintergrund der beschlossenen Maßnahmen. Und die Zielperspektive für das jetzt Begonnene, die hat der Unionspolitiker Manfred Weber, seines Zeichens CSU-Mitglied und Chef der EVP-Fraktion in Europa, ausgegeben. Die Zielstellung oder die Zielsetzung derjenigen, die das jetzt hier eingerührt haben, lautet, Europa als Kriegswirtschaft aufzustellen. Wir von der AfD wollen das nicht. Wir wollen keine Kriegswirtschaft in Europa, wir wollen soziale Marktwirtschaft in Europa und wir wollen endlich Frieden in der Ukraine. Diese kriegswirtschaftlichen Maßnahmen setzt man, und das ist ganz wichtig, in einer Weltlage ins Werk, in der die USA und Russland mittlerweile direkte Gespräche über einen Frieden in der Ukraine führen. Die EU und Deutschland sollen aufgerüstet werden. Sie sollen sich verpanzern, sie sollen sich auf einen Krieg vorbereiten, während Donald Trump und Wladimir Putin telefonieren und den Waffenstillstand in der Ukraine vorbereiten. Deutsche Politiker
von der CDU, CSU, von der SPD und den Grünen aber betreiben weiterhin ihr Spiel mit der Angst, streuen Verunsicherung in die Bevölkerung, damit sie ihrer neuen Lust am Krieg frönen können. Das ist unverantwortlich und widerspricht all den Sonntagsreden über die Friedensmacht Europa. Wir von der AfD, wir wollen endlich Frieden in der Ukraine und wir wollen keinen Krieg mit Russland. Und nein, ich bin der festen Überzeugung, nach eingehenden geostrategischen Analysen, die ich mir zu Gemüte geführt habe und die in der Welt große Verbreitung erfahren haben, dass Russland kein Interesse an einem Krieg mit Deutschland und Europa hat. Ihr Kriegsgeheul ist unerträglich. Das permanente Angstmachen ist unerträglich, das Sie von den Altparteien im Zusammenspiel mit den Medien betreiben. Die Herrschaft der Angst in diesem Kontext muss gebrochen werden. Und als AfD lehnen wir den Umbau des Grundgesetzes in eine Kriegsverfassung entschieden ab. Herr Abgeordneter Höcke, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wassmann zu. Nein, ich muss jetzt erstmal meine Redezeit über die Bühne bringen, beziehungsweise ich muss gucken, ob ich genug Redezeit zur Verfügung habe. Über die Investitionen in die Infrastruktur, die auch schon ausgeführt worden ist, muss ich wahrscheinlich weniger sagen. Keiner weiß genau, wie viel es am Ende sein wird, was dann tatsächlich in die Ertüchtigung der Infrastruktur fließen wird. Für mich sind diese Investitionsankündigungen vor allen Dingen Nebelkerzen, die man wirft, um den Weg in die Kriegswirtschaft zu tarnen. Und sie sind vor allen Dingen ein Feigenblatt, das das jahrzehntelange politische Versagen der Altparteien in der Infrastrukturpolitik kaschieren soll. Sehr geehrte Damen und Herren, und das ist uns allen bewusst, wir bewegen uns in einer gigantischen wirtschaftlichen Abwärtsspirale. Eine Abwärtsspirale, die sich immer schneller dreht. Eine Abwärtsspirale, die sich deswegen immer schneller dreht, weil die Industriepolitik, weil die Energiepolitik und weil die Außenpolitik in diesem Land völlig falsch aufgesetzt sind und gegen die Interessenlage Deutschlands exekutiert werden. Und in dieser schlimmen wirtschaftlichen Abwärtsspirallage jetzt die Klimaneutralität bis 2025 ins Grundgesetz zu schreiben, das ist nichts anderes als eine Kriegserklärung an all die tapferen Unternehmer, die trotz der miesen Standortbedingungen in Deutschland weiterhin diesem Land die Treue halten und auch weiterhin in Deutschland produzieren wollen. Die Klimaneutralität bis 2045. Was für eine Wahnidee. Ich muss jetzt diesen ganzen Klimaglauben an dieser Stelle nicht auseinandernehmen. Das habe ich oft genug von hier vorne getan. Sie kennen meine Meinung dazu. Für mich ist das ein Wahngebilde, dem Sie frönen und dem Sie bereit sind, einen Teil unserer wirtschaftlichen Solidität zu opfern. Das gäbe es so in dieser Form in keinem anderen Land. Es wird in meinen Augen mit der Bestimmung im Grundgesetz, eine Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, nichts anderes getan, als eine Klimadiktatur zu errichten. Und wenn diese Klimadiktatur errichtet sein wird, 2045 oder schon früher, dann bedeutet das nichts anderes als den Tod des Mittelstandes, als den Tod der Industrie, als den Tod unserer sozialen Sicherungssysteme, weil logischerweise, wenn nichts mehr produziert wird, wenn kein Geld mehr verdient wird, wenn keine Steuern mehr eingenommen werden, kann dieser Sozialstaat, dieser aufgeblähte Sozialstaat auch nicht mehr finanziert werden. Und das in einer Lage, in der unsere Gesellschaft durch unkontrollierte Zuwanderung und durch einen allgemeinen Werteverfall maximal fragmentiert ist und es kaum noch gesellschaftlichen Kitt des Zusammenhaltes gibt. Das ist ein politischer Amoklauf, den Sie hier aufsetzen, dem wir bis zuletzt konsequent Widerstand entgegenbringen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lockerung der Schuldenbremse auf der Bundesebene und in Folge auf der Landesebene ist eine fatale Fehlentscheidung. Auch die Brombeere kalkuliert ja schon wieder mit neuen Schulden und Vertreter der Brombeere haben von hier vorne schon die neuen Möglichkeiten des Geldausgebens begrüßt. Ich sage Ihnen, statt eine historische Schuldenlast aufzutürmen, gilt es endlich, deutsche Interessen in den Mittelpunkt der Politik zu setzen. Gilt es endlich, thüringische Interessen in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Und es gilt,
die Frage zu beantworten, welche Aufgaben und Ausgaben des Staates wirklich erforderlich sind und wo es möglich ist, die Bürger und die Wirtschaft zu entlasten. Und ja, die Ausgabenseite ist in den Blick zu nehmen. Das war ja sogar noch dann im Wahlkampf ein populäres CDU-Thema, mit dem sie Wähler geködert haben. Die Ausgabenseite, 30 Milliarden jährlich in die EU, 60 Milliarden jährlich in infantile Entwicklungsprojekte in der ganzen Welt, 50 Milliarden jährlich in illegale Migration, Milliarden jährlich in eine bunte Zivilgesellschaft, die Demokratie nicht unterstützt, sondern Demokratie zerstört. Ich sehe sehr viel Potenzial, Hunderte von Millionen und Milliarden Euro einzusparen, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete. Thüringen muss sich der verantwortungslosen Politik des Bundes entgegenstellen. Eine Enthaltung kann in dieser Lage keine Option sein. Und ich fordere die Landesregierung von hier vorne nochmal ultimativ auf. Übernehmen Sie Verantwortung für die kommenden Generationen. Was hier passiert, ist das Gegenteil von Generationengerechtigkeit. Sie verstellen heute noch Ungeborenen ihr Leben. Sie verstellen heute noch Ungeborenen jede Entwicklungsperspektive und sie verstellen diesem Land schon in wenigen Jahren jede wirtschaftliche Prosperitätsmöglichkeit, jede Möglichkeit, konkurrenzfähig überhaupt noch Dinge herzustellen und in die Welt zu verkaufen. Das, was Sie hier betreiben, ist nichts anderes als Deutschland und Thüringen mit Vollgas gegen die Wand zu fahren. Wir brauchen nicht mehr Schulden. Wir brauchen ein deutliches Nein zu dieser Verschuldungsorgie. Wir brauchen ein deutliches Nein zur Kriegswirtschaft. Wir brauchen ein deutliches Nein gegen Deindustrialisierung. Wir brauchen ein deutliches Ja zu Thüringen und zu Deutschland. Und diese Zukunft werden wir nur gewinnen, wenn wir das morgen noch verhindern. Wenn das morgen durchgeht, dann wird von Deutschland schon in wenigen Jahrzehnten nichts mehr zu erkennen sein. Und das müssen wir verhindern.